Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, um die Deep Dives in die Lyrics, in die Melodien, in die Visuals, was auch immer alles dazugehört. Wir schauen uns das Ganze aus psychologischer und aus philosophischer Sicht an. Und heute haben wir eine Blind Reaction. Und zwar kam das von meiner Reaction auf Dermot Kennedy Lost. Und zwar hat mir dort ein Kommentar von SG Tobin, wenn ich das richtig ausspreche, die Empfehlung gegeben, diesen Song hier mal auszuchecken. Und das mache ich jetzt. Ich kenne ihn noch nicht. Ich kenne Hosier. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Take Me to Church. Den Song kenne ich, den liebe ich auch und den finde ich ganz toll. Vielleicht mache ich den hier auch nochmal auf dem Kanal mit ein bisschen Deep Dive da in die Lyrics. Das heißt, ich habe nichts vorbereitet für den Song heute und gehe komplett blind rein und lasse mich einfach mal überraschen, was der Song so mit sich bringt. Wenn euch der Content hier gefällt, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, damit mein Kanal weiter wachsen kann, weil ich stehe noch ziemlich am Anfang und der Algorithmus weiß mich noch nicht so richtig einzusortieren. Und genau, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid oder wenn ihr merkt, da habe ich Bock, weiter dran zu bleiben. Aktiviert die Glocke und ja, dann seht ihr hoffentlich bald mehr von mir. Und jetzt lasst uns in den Song starten. Und liked natürlich auch den Original Content, ne? Also auf zu Hosier und dort ein Like oder ein Abo hinterlassen. I could not time my love when it counted. But I'm singing like a bird about it now. I couldn't whisper when you needed it shouted. But I'm singing like a bird about it now. Entschuldigt, ich muss mal gucken, ob es da auch eine Lyric-Version von gibt. Entschuldigt. Aber das Gitarrenspiel. So, nochmal. Das kann man sich auf jeden Fall noch ein zweites und drittes Mal anhören. Mit dem... Das ist wie so ein Herzschlag. I could not time my love when it counted. But I'm singing like a bird about it now. I couldn't whisper when you needed it shouted. But I'm singing like a bird about it now. The birds hung above, but never would fall. Like a cry at the final breath that is drawn. Remember me, love, when I'm reborn. Okay, ich mache hier mal Pause. Ich muss sagen, ich bin noch so ein bisschen noch nicht ganz klar, worum es hier geht, aber es klingt so ein bisschen, ne, dieses, als du gebraucht hättest, dass ich es laut spreche, konnte ich es nicht mal flüstern. So, und es klingt für mich so, als könnte es ja auch um eine Beziehung gehen. Und, ne, weil er spricht ja auch, ich glaube, er spricht von Liebe.
Ja, genau. Utter my love when I counted. Mm. Das heißt, als es darauf ankam, konnte er nicht zu seiner Liebe stehen oder er konnte sie nicht aussprechen. Er konnte es nicht sagen, weil irgendwas ihn abgehalten hat. Und jetzt, das ist ganz spannend mit dem Reborn. Was könnte das bedeuten? Es könnte bedeuten, wenn er sich weiterentwickelt, wenn er sich angefangen hat, mit den Themen auseinanderzusetzen, seine Themen oder mit dem, was in der Beziehung war, und endlich quasi bereit ist, sich Dingen zu stellen. Und in dieses erinnere dich dann an mich. Das ist ganz spannend. Ich lasse es erstmal so stehen, lasst uns weiterhören. When every boy is a shrike to your shine in glorious thorn. Had no idea on what ground I was founded. All of that goodness is gone with you now. Then when I met you, my virtues uncounted. All of my goodness is gone with you now. Dragging along, following your form, hung like the pearl of some prey you had worn. Okay, lass uns noch mal ein bisschen weiter gucken. Driving alone, fall on your thorn. Hung like the pearl of some prey you had worn. Muss das einmal? Hung like the pearl of some prey. Prey ist ja eigentlich beten. You had worn. Naja, Gebetskranz, also beziehungsweise so eine Gebetskette. Da sind ja auch die Perlen dran, die sie, ne? Thorn muss ich immer bei dem Dorn, muss ich zum einen an die Krone von Christus denken, auf der anderen Seite muss ich an den Dorn in der Tatze des Löwen denken. Ich bin mir noch nicht sicher, was das bedeutet. Müsste ich das schon verstehen? Oh Mann. Sorry, falls es zu offensichtlich ist und ich check's gerade nicht. Vielleicht komme ich noch dahin. Of some prey you had worn. Remember me, Lord, when every boy Die Stimme, ey. Wow. is a shrike to your shine in glorious thorn. Ich muss noch mal gucken, ob es noch eine Doppelbedeutung zu Thorn gibt. Entschuldigt, ich schneide das dann raus und mache eine kleine Pause quasi. Also. A shrike to your sharp and glorious thorn. Es kann natürlich auch sein, dass es durchaus, also ich meine, er hat zwar zum einen gesagt, all das Gute ist mit dir gegangen, aber dieses sharp and glorious thorn klingt so, als wäre da durchaus auch etwas gewesen, was ihn verletzt hat an ihr, was sie vielleicht gemacht hat, so, wie sie war, was ihn verletzt hat, oder woran er sich immer wieder gestochen hat, so, und er versucht hat, das wegzumachen, abzuwürgen. Und das ist das Spannende, ne? Es könnte ja bedeuten, dass der Dorn etwas Gutes war. Er sich immer wieder daran gestochen hat, immer wieder daran gestört hat.
weil er vielleicht unsicher war, weil er dem nicht getraut hat und deswegen versucht hat, das wegzumachen, kaputt zu machen, dem misstraut hat und dadurch die Beziehung kaputt gegangen ist. Oder es war ein zwiegespaltenes Schwert, ne? Also im Sinne von, es gab unglaublich viel Gutes mit ihr und es gab aber auch vielleicht immer diese eine Sache, die nicht funktioniert hat, wo sie ihn immer wieder verletzt hat. Und dass die Beziehung deswegen nicht funktioniert hat. Bitte, mindestens SG Tobin in die Kommentare. Aber bitte, ja, alle anderen auch, helft mir gern. Ansonsten höre ich jetzt erstmal weiter. In glory is the way. Nur mal ganz kurz, aber die Musik, das Musikalische ist ja grandios. Mit dieser, ist das Gitarre? Das ist so klassisch irischer Style, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest erinnert es mich irgendwie so an irische Musik. Und dann aber im Hintergrund dieses Trommeln, Bass, was immer wieder wie so ein Herzschlag ist. Und sich so ausbreitet wie so eine Welle. Und ich weiß gar nicht, waren das Streicher? Ich glaube, es sind auch Streicher mit drin. Es ist einfach wie so eine tragende Symphoniewelle, die einen Herzschlag in sich trägt. Ich kann es gar nicht beschreiben, aber es ist wunderschön. I fled to the city with so much discounted. But I'm flying like a bird to you now. Back to the hedgerows where bodies are mounted. But I'm flying like a bird to you now. I was lost by your point, that's transformed. But you're grounded and giving and darkening scorn. Remember me, love, when I'm reborn. It's a shrike to your shine and glorious thorn. Auf jeden Fall ein Like da lassen. Ja, spannend. Ich muss mir das, glaube ich, noch mal 1-2 Mal anhören. Aber es ist ein wunderschöner Song. Die Stimme von Hosea ist einfach wow. So. Das ist wie so ein warmes Einbetten. Und gleichzeitig auch die hohen Töne, die er trifft, tragen einen irgendwie. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, aber ja, ich mag ihn. Und mit der Bedeutung tue ich mich immer noch schwer, aber es klingt, als wäre es so ein Ding, was zum einen richtig schön und richtig gut ist und ein gutes Gefühl gibt und irgendwas, was aber auch verletzt. So, und das ist ja oft auch in Beziehungen. Und es muss nicht mal irgendeine toxische Beziehung sein, ne? Sondern es kann ja auch in dem Moment einfach passieren, wo du dich öffnest, wo du dich verletzlich machst, wo du anfängst vielleicht ins Vertrauen zu gehen. Und da geht es dann nicht darum, dass das Vertrauen verletzt werden muss, damit du dich verletzlich fühlst, damit du die ganze Zeit darauf wartest, dass irgendwas passiert. Oder es kleine Dinge gibt, von denen du dich verletzt fühlst, obwohl sie gar nicht so gemeint waren. Liebe ist ja nicht nur schön, so, sondern Liebe konfrontiert einen immer mit den eigenen Themen, mit den eigenen Ängsten, mit den eigenen Unsicherheiten. Das heißt, manchmal verletzen wir uns selbst,
in den schönsten Momenten, mit unseren eigenen Gedanken, mit unseren eigenen Ängsten, mit unserer inneren Kritikerstimme, die uns irgendwelche lustigen Sachen erzählt. Egal wie toll der Partner ist. Ja. Und vielleicht ging es auch um eine toxische Beziehung. So, mit jemandem, der auf der einen Seite total cool und total toll ist und auf der anderen Seite aber auch immer wieder irgendwas gemacht hat, was verletzt hat. Vielleicht aus einer eigenen Unsicherheit heraus, aus einem eigenen Schutzmechanismus heraus. Vielleicht aus einer eigenen Toxizität heraus, verletzen zu wollen. Wobei das eher selten der Fall ist. So, meistens verletzen wir andere aus unseren eigenen Schutzmechanismen heraus. Ja. Und vielleicht ging es um was ganz anderes und ich habe es noch nicht geschnallt. Von daher, ich bin auf eure Kommentare angewiesen. Lasst sie da. Und lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit alles hier wachsen kann. Und ja, YouTube weiß, ihr wollt mehr davon sehen, von dem, was ich hier mache. Und dann lasst mir gerne eure Wünsche da für weitere Künstler, weitere Songs, die ihr euch von mir wünscht. Und ich schaue, was ich machen kann. Und damit belasse ich es für heute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.